Welcome to Burning Feet Adventures. Enjoy part 8 of our off-road journey from Greece to the Caucasus Mountains in Georgia and back. Two weeks ago we had to skip the eastern part of the Trans-Euro Trail in Turkey. There was simply too much snow in the higher mountain areas to get through with our heavy adventure bikes. So we were very curious to see if the passes and high mountain roads were already cleaned and we would be able to fulfill our goal to ride 100% of the TED Turkey. We crossed the border from Georgia to Turkey in Sapi and followed the paved road along the Black Sea till the city of Adesin. From there we turned south into the Kashgar Mountains National Park and straight into our next adventure. The Kashgar Mountains are a part of the Pontic Alps, and the Pontic Alps are a glaciated granite mountain range which hugs the south coast of the Black Sea, extending from the Caucasus towards Istanbul.
gehebelt. Ui. Und dann bin ich umgekippt. Ei, ei. Ja, lass uns versuchen, links vorbeizukommen. Dead end. Again, like 2 weeks ago, we bit our teeth on this part of the Trans-Euro Trail. But we wouldn't be us if we hadn't found an alternative way to do it. And of course, we reported the new route to the TED linesman. Mal hier, bestes Wetter auf 3000 Meter. Ja, ich hätte ja mal die Griffheizung abgebaut. Ich hätte sie jetzt rangebaut, hätte ich das gewusst. In der Türkei ist Badeurlaub. 35 Grad, weißt du doch. Das hier ist alles aus Plastik. Hier, siehst du, alles Requisiten. Hier wird dann zwischen den Grabsteinen noch Mais angebaut und Kartoffeln und Bohnen und alles. Ja, interessant. Kaum ist der Herr Lüdemann 50 Jahre und einen Tag alt, ne, muss er sich schon alle 100 Meter ausruhen.
We had a blast riding the unpublished Section K of the TED Turkey. Suddenly my bike began to stall and I ran out of fuel in the middle of the mountains. Also wie befürchtet, ist uns jetzt nach 95 Kilometern hier auf Reserve der Sprit ausgegangen, mitten in der Pampa. Wir sind jetzt gefühlte, oder geschätzte besser gesagt, 25 Kilometer entfernt von der nächsten Tankstelle, die in Torul ist. So, ich mache jetzt diesen Reserveliter hier, den wir haben, kippe ich jetzt hier rein, werde vorfahren und hoffen, dass ich da Sprit bekomme in der Tanke, mit der Kreditkarte vor allen Dingen. Und dann muss ich zurückkommen und den Dirk abholen, der jetzt wahrscheinlich, der ist noch nicht stehen geblieben, aber ich denke mal spätestens, also meine Schätzung, in 2 Kilometern bleibt auch seine Karre stehen. Ja, ja. Und dann lasse ich ihn heute hier verhungern. Z hat dabei, ein paar Kekse hat er noch. Nee, ich habe alles aufgegessen. Alles aufgegessen? Wir haben alles aufgegessen. Okay. Ja, dein Problem. Alter, eins. Na, kippt man noch was daneben. Komm, mit Schwung jetzt, mit Schwung. Mit Schwung. Ja. Super. Du weißt, jeder Tropfen zählt. Ja, aber anders ging es jetzt nicht. So, das muss funktionieren, sonst kämpfst du wirklich hier bei den Schafen irgendwo. So, da geht's lang. Und ich hoffe auch, dass der bei uns bei dem Ayalassi jetzt hier auch wirklich Benzin verkauft hat und nicht Diesel, sonst bleiben wir gleich bei dir stehen. Sehr schön. We were really lucky. There was only one climb left and then we went 7 kilometers downhill. When we reached the village of Sigana, Dirk's tank was empty too. Mach mal deinen Scheiß, ich hab kein Sprit mehr Gesicht. Ja, reicht schon. Also falls sich wer fragen sollte, warum man eine Reserveflasche, Benzinflasche mitnehmen sollte, das ist jetzt die Antwort. So, nach 6.540 Kilometern haben wir jetzt unser TED-Abenteuer 2022 soweit beendet und auch also alles, was jetzt Offroad betrifft, im Sinne von Türkei und Georgien. Wir befinden uns jetzt im Nordosten der Türkei und werden uns jetzt wahrscheinlich immer schön an der Schwarzmeerküste zurück in Istanbul arbeiten. Naja, also unser Offroad-Abenteuer, sobald wir nicht noch was Neues finden sollten, ist damit Geschichte. Mal schauen, was Dirk sein Moped wiegt. Und Dirk? 240. 240, Waage kaputt. Stell dich mal drauf. Kann nicht sein, oder? Nee. So schaut der Heidenau Ranger aus bei mir nach 6500 Kilometern im harten Offroad-Einsatz. Und wie man sehen kann, ist immer noch Profil drauf. Das heißt, den Rest, den wir jetzt fahren werden, ist primär Straße. Ich denke mal, wir haben jetzt hinten noch, da ist die Verschleißgrenze, wenn ihr das seht, hier noch gute 3-4 mm bis zur Verschleißgrenze. So, und so schaut der Vorderreifen aus. Der hat sogar noch deutlich mehr Profil als der Hinterreifen. Also ich bin mit der Performance mehr als zufrieden.
Was soll ich sagen? Und während die Leute in Villa-Riba schon wieder feiern gehen, müssen die Leute in Villa-Bajo hier bei Herrn Lüdemann immer noch kräftig arbeiten. Schruppen die fettigen Pfannen. Ja, schön. So, wie viele Kilometer wird abgerissen, Dirk? 700? Knapp 700? Ja, ich glaube immer so um die 660. Ja, war eine ganze Menge, war deutlich mehr als erwartet und auch beabsichtigt. Instead of taking the road from Istanbul to Greece, we decided to hit the dirt again. There were some really nice trails at the coastline and near Lake Gala National Park. So, Tag 33 auf dem Motorrad. Eine mega geile Location hier am Mittelmeer. Und wer ist völlig am Arsch? Herr Lüdemann, ein Zeichen geschafft, fix und fertig, jetzt geht gar nichts mehr. Hoffentlich schafft das noch bis zum Auto morgen. Ja, das glaube ich auch. Ja, ich glaube eher nicht. Aber zum Glück bist du am ADAC. Der schleppt ja die Luschen ab. Okay. Danke. Okay, nice. Super. Dankeschön. Okay, thank you. Gördün mü diğer tarafa? Zaten çok Nerede buraya zaten gideceğim. Okay, goodbye. Ja, schon lustig, ne? Also wir müssen unsere Zelte und unsere Motorräder auf den Strand befördern und dann ist das erlaubt. Also hier im Wald darf man nicht zelten, aber unten am Strand ist das jetzt kein Problem. Na gut, dann machen wir das einfach, ne, Dirk? Jo. Kuckuck! Turkey has plenty of traffic surveillance systems. At the border we were a bit concerned about having to pay for speeding, but we left the country without any trouble. Back in Greece. Back in Greece we decided to ride a part of the TED and find a camp spot in the mountains. Well, it turned out to be a bit more challenging than expected. Eieiei.
Erstmal herzlich willkommen aus Griechenland. Guckt euch das an. Es ist heftig. Mit der Sportenduro kein Problem. Mit unseren Motorrädern, mit Gepäck ist das schon eine geile Herausforderung. Aber wir haben 5 Wochen hinter uns und wollen uns jetzt hier eigentlich nicht zerreiben. Der steile Weg nach oben und es bleibt dabei, der Dirk, der dreht sein Moped immer auf ganz merkwürdige Weise um. Ja, wirf mal her. Alter, zu kurz. Alter, Dirk, bist du eine Lusche? Aber eine Oberlusche. Du schaffst nicht mal 3 Meter eine Cola, du holst mir jetzt eine neue Cola aus Griechenland, aus der Türkei. Das mache ich. Every adventure has its end. I want to thank everyone who followed us on our 8,500 km off-road journey from Greece to the Caucasus Mountains and back. This adventure will be unforgettable for us, but the 2023 season is already calling and I have big plans. If you want to see how the adventure continues in Africa, don't forget to subscribe to the channel and hit the like button. Stay tuned.